Schaut mal, wie schön meine Tasse ist. Sie hat ein tolles Kuhmuster und man kann auch das Euter hier unten sehen. Ich habe diese Tasse vor kurzem geschenkt bekommen und das ist jetzt meine Lieblingstasse. Ich esse gerade ein Stück Brot mit Marmelade und ich möchte euch erzählen, woher diese Marmelade kommt. Locavore ist ein soziales Unternehmen, das sehr nachhaltig ist. Sie senden mir wöchentlich, also einmal pro Woche, eine Lebensmittelbox. Alle Produkte kommen aus der Region und ich möchte euch jetzt zeigen, was ich diese Woche bekommen habe. Diese Marmelade besteht aus Himbeeren. Sie wird in einer kleinen Fabrik hergestellt. Die Fabrik produziert nur eine kleine Menge an Produkten. Die Früchte kommen aus der Region und alle Gläser werden von Hand abgefüllt. Hier gibt es ein Sauerteigbrot aus einer lokalen Bäckerei. Es gibt hier auch ein Blatt mit Rezeptideen. Es gibt hier einen QR-Code, den man scannen kann und sie zeigen hier das Rezept der Woche. Falls man Ideen braucht, kann man hier nachschauen. Es gibt hier violetten Sprossenbrokkoli. Dann habe ich einige Stangen Lauch. Etwas Tellerkraut. Ich habe das noch nie gegessen, aber man kann ihn wie Salat essen. Und das Interessante an dieser Box ist auch, dass ich immer wieder mal neues Gemüse esse. Gemüse, das ich vorher noch nie probiert habe. Sehr viel Frühlingskohl. Ich stöbere in der Box, um zu schauen, was es gibt. Diese Kartonbox wird übrigens wiederverwendet. Wenn ich nächste Woche meine neue Bestellung bekomme, gebe ich Ihnen die Box zurück und solange sie in einem guten Zustand ist, benutzen Sie sie für andere Bestellungen. Dann gibt es noch ein paar Karotten, sie sind etwas dreckig. Es gibt rote Beete und einige Kartoffeln. Ich reibe mir den Schmutz von den Händen. Diese Lebensmittel sind etwas dreckig. Ich muss sie zuerst putzen und den Schmutz entfernen, bevor ich sie einräume. Ich räume das Gemüse in den Kühlschrank ein. Es ist ein sehr schöner Frühlingstag, die Kirschblüten sind aufgeblüht, alles sieht rosa aus und ich fühle mich wie eine Prinzessin. Edinburgh hat viele öffentliche Parks. Sie bieten eine gute Luftqualität und Erholungsorte für Menschen. Wenn es warm ist, verbringen viele Menschen ihre Freizeit im Park.
Ich war in einem richtig schönen Pflanzenladen, der sich auf Hauspflanzen spezialisiert hat. Ich habe diese Pflanze gekauft. Normalerweise habe ich keinen grünen Daumen. Ich kann mich nicht so gut um Pflanzen kümmern. Ich bin nicht gut darin, aber ich werde mir Mühe geben. Ich muss einfach daran denken, die Pflanze regelmäßig zu wässern. Also ich muss ihr regelmäßig Wasser geben. Ich war in einem tollen japanischen Café und habe eine Limonade und ein Stück Torte bestellt. Edinburgh ist insgesamt eine sehr nachhaltige Stadt, das merkt man einfach. Viele Menschen leben hier sehr umweltbewusst, sie achten auf die Umwelt. Es gibt überall zahlreiche Vintage, Secondhand und Wohltätigkeitsläden. In diesem Schaufenster steht zum Beispiel Spenden erwünscht. Das bedeutet, dass sich dieses Geschäft über gebrauchte Kleidung freut, die sie dann für einen guten Zweck weiterverkauft. Heute habe ich einen Zero-Waste-Laden besucht. Dort verzichten sie komplett auf Plastik. Das bedeutet, sie benutzen kein Plastik und sie verkaufen Lebensmittel ohne Verpackung. Man kann entweder eigene Behälter mitnehmen oder man kann die Behälter benutzen, die im Laden verkauft werden. Ich lege mein Produkt auf die Waage. Ich habe einen Behälter aus dem Laden, also wähle ich diese Option. Ich tippe auf Papiertüte, ich drucke das Etikett aus und klebe es auf die Papiertüte. Diese Behälter kann man dann direkt befüllen und die Produkte werden dann nach Gewicht bezahlt. Ich habe eine Seife, Apfelringe und Linsen. Diese 3 Produkte habe ich im Laden gekauft. Ich mache mich gerade auf den Weg in ein Café, um eine Too Good To Go Tüte abzuholen. Falls ihr Too Good To Go nicht kennt, das ist eine App, die gegen Lebensmittelverschwendung kämpft. Sie setzt sich gegen Lebensmittelverschwendung ein. Das bedeutet, sie engagiert sich und tut aktiv etwas, um dieses Ziel zu erreichen. Restaurants und Cafés haben am Ende des Tages oft überschüssiges Essen, also zu viel Essen, das noch in Ordnung ist. Sie dürfen es aber nicht mehr verkaufen und wollen es nicht wegschmeißen. Deshalb verkaufen sie es zu einem stark reduzierten Preis auf Too Good To Go. Und ich habe heute so eine Tüte reserviert. Wir sind gleich da. Dieses Café hat draußen viele Sitzmöglichkeiten. Es gibt viele Stühle. Ich nehme die Eiswürfel aus dem Eisbehälter. Ja, Eistee. Ich bin wieder zu Hause. Mein Glas ist eiskalt. Ich liebe es, mein Glas einige Minuten ins Gefrierfach zu legen, damit es richtig kalt wird. Meiner Meinung nach macht es das Getränk noch besser und noch erfrischender. Kommen wir zum interessanten Teil. Ich zeige euch jetzt, was sich in meiner Tüte befindet. Es ist eine Überraschungstüte, also man darf nicht wählen, was man bekommt, man darf nicht wählerisch sein.
Also schauen wir, was ich bekommen habe. Das ist die erste Tüte. Und es gibt hier 2 Sandwiches. Einmal es steht hier Melt. Ich denke, es gibt hier Käse und Gemüse. Es sieht nach Gemüse aus. Das sieht sehr schön aus und sehr lecker. Und dann gibt es noch ein Baguette. Hier. Und dieses Baguette ist ein vegetarisches Caprese-Baguette mit Mozzarella, Pesto und Tomaten. Dann habe ich noch eine zweite Tüte mit 3 Croissants bekommen. Ich denke, dieses Croissant in der Mitte hat eine Marmeladenfüllung und dieses Croissant hier sieht nach einem Mandelcroissant aus. Das alles hat nur 4 Pfund gekostet. Ich finde es wirklich toll. Ich habe nicht nur Geld gespart, sondern auch Essen vor dem Müll gerettet und ein nachhaltiges Unternehmen unterstützt. Das ist ein echtes Schnäppchen. Ein Schnäppchen ist etwas, was sehr günstig ist. Es ist günstiger als das, was man normalerweise bezahlt. Ich lege das Sandwich in den Sandwichgrill. Jetzt ist es schön braun geworden und der Käse ist geschmolzen. Ich stelle meine Pflanze auf den Fenstersims, damit sie Sonnenlicht bekommt. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt ein paar neue Wörter gelernt. Vielen Dank und bis bald.